In diesem Tutorial zeige ich euch heute, wie ihr ein kleines Stofftier für eure Puppe oder die Puppe eures Kindes nähen könnt. Das ist auch ein super Projekt, was ihr mit eurem Kind zusammen machen könnt. Meine Kinder nähen immer super gerne an der Nähmaschine und dieser kleine Dino ist super einfach und geht ganz schnell und ist dafür deshalb sehr gut geeignet. Genau, ihr braucht einmal das Schnittmuster vom Dino. Das habe ich aufgezeichnet und euch verlinkt unter diesem Video. Das könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Ihr könnt aber, wenn ihr Lust habt, ein anderes Tier zu machen, auch ganz einfach selber einen Schnitt herstellen, weil nach dieser Methode zeichnet man wirklich einfach nur die Umrisse auf und da kann man einen kleinen Elefanten machen oder einen Hasen oder eine Schildkröte, indem man einfach die Silhouette zeichnet. Achtet nur darauf, dass ihr nicht so super dünne Teile dabei habt, sondern dass es später dann sich auch gut stopfen lässt, Breite sind. Genau, aber ich habe jetzt heute hier diesen Dino und dafür brauche ich ein Stück Jersey-Stoff. Der ist 20 x 40 cm. Dann verwende ich Nylon-Garn, also reißfestes Nähgarn, ganz wichtig, weil sonst platzen später beim Stopfen die Nähte. Dann braucht ihr ein bisschen Wolle oder irgendwas anderes, Füllwatte zum Stopfen. Entweder schwarzes Stickgarn für die Augen, für kleinere Kinder oder für größere Kinder kann man auch Knöpfe nehmen oder wenn ihr habt, solche Sicherheitsaugen. Und dann habe ich noch hier so ein bisschen rotes Stickgarn für den Mund. Da braucht man wirklich nur ein winziges kleines Stück. Und dann braucht ihr 2 Nadeln. Einmal eine größere, wo das Stickgarn reinpasst und eine kleinere für das Nylon-Garn, wo wir später die Lücke schließen, die wir zum Stopfen offen lassen. Und dann braucht ihr einen Stift, mit dem ihr das Schnittmuster auf den Stoff zeichnen könnt. Das kann man entweder mit so einem selbstlöschenden Trickmarker, wenn ihr Puppen macht, habt ihr den vielleicht, wenn ihr den nicht da habt, dann kann man auch einfach einen Buntstift nehmen und den so ein bisschen in Wasser tauchen und dann kann man damit auch ganz einfach auf Stoff zeichnen. Nehmt dann nur eine helle Farbe, also weiß oder gelb oder so, dass man das später nicht so sieht und es nicht stört. Und dann braucht ihr natürlich eure Stoffschere zum Zuschneiden. Und das machen wir jetzt. Und dazu lege ich mir meinen Stoff rechts auf rechts. Das ist wirklich so ein Reststück, wie ihr hier seht, aber das ist dafür perfekt geeignet. Dann lege ich mir mein Dino drauf. Der Fadenlauf geht einmal von unten nach oben, also in diese Richtung, und zeichne einfach einmal drum herum. So, und jetzt nähe ich mit meinem Nylon-Garn mit der Nähmaschine einfach einmal auf dieser gezeichneten Linie entlang und lasse hier am Rücken ein kleines Stück offen von ca. 4 cm, damit wir später den Dino noch füllen können mit der Wolle. Ja, so sieht das jetzt aus. Und hier ist meine Öffnung zum Stopfen. Und jetzt schneide ich das einfach einmal rundherum aus mit einer Nahtzugabe von einem halben Zentimeter ungefähr. So, und jetzt wende ich mir den auf rechts. So, und bevor ich mir den jetzt mit Wolle ausstopfe, setze ich mir einmal die Augen ein, je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet. Also die Knöpfe werden aufgenäht, einmal links, einmal rechts. Mit dem Stickgarn könnt ihr hier ein kleines rundes Auge sticken. Ich verwende diese Sicherheitsaugen und für die Sicherheitsaugen knipse ich mir hier ein kleines Loch rein, an die Stelle, wo ich das haben will. Und stecke mir mein Auge da durch. Und damit mir das nicht rundherum aufribbelt mit der Zeit, muss ich hier einmal rundherum die Maschen einfangen. Das braucht ihr bei den anderen Augenmethoden natürlich nicht zu machen, aber da das Jersey ist, würde das sonst aufribbeln, wenn wir das nicht machen würden. Und dazu nehme ich meine feine Nadel und nehme mir ein Stück von meinem Garn auf die Nadel und gehe jetzt hier einmal rundherum um das Auge durch diese ganz kleinen Maschen in meinen Jersey-Rippen durch. Versuche dann eine nach der anderen quasi auf die Nadel zu nehmen. Fällt jetzt nochmal raus, das macht aber nichts. So, und wenn ich einmal rundherum genäht habe, dann stecke ich mir mein Auge jetzt wieder rein und meinen Sicherheitsteil von der Innenseite dagegen. So, und die Fäden verknote ich mir jetzt und knote die richtig fest. Dann kann da nämlich nichts mehr passieren. Und die Fadenenden nehme ich mir dann nochmal auf die Nadel und ziehe die dann einfach hier ins Innere des Dinos. Und schneide die ab, dann sind sie verschwunden. Mit Kindern ist es vielleicht einfacher, Knöpfe anzunehmen. Das können die mit so 7, 8 Jahren, können die das auch schon selber. Gut, genau dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite. Möglichst auf derselben Stelle, damit meine Augen auch auf der gleichen Höhe sind. So, wunderbar. Und jetzt kann ich anfangen, den zu stopfen.
indem ich mir einfach nach und nach Wolle reinschiebe. Versucht die Wolle schön gleichmäßig zu verteilen. Das ist auch eine super Aufgabe für Kinder, das können die richtig gut schon. Und schön fest, wie immer beim Stopfen. So, und wenn ihr den gleichmäßig gestopft habt, dann könnt ihr hier diese Öffnung zunähen. Und dazu braucht ihr wieder ein Stück Nylon-Garn und eure Handnähnadel. Und jetzt nähen wir das im Matratzenstich zu. Das heißt, ich nehme hier einmal von beiden Seiten des Stoffes sozusagen einen kleinen Stich und mache mir dann einen Knoten. Und jetzt nähe ich im Matratzenstich, das heißt, ich nehme immer von einer Seite etwa 2 mm auf die Nadel, beziehungsweise mache einen 2 mm großen Stich und von der anderen Seite dann auch. Und dann gehe ich wieder rüber zur anderen Seite, mache wieder einen kleinen Stich, drücke das Futter so ein bisschen runter mit meinem Finger, damit mir das nicht in die Quere kommt. Und auf der anderen Seite auch wieder einen kleinen Stich. Und so arbeite ich mich dann vor bis zum Ende der Naht. So, und wenn ihr am Ende der Naht angekommen seid, dann könnt ihr die hier so richtig schön zuziehen und nochmal einen kleinen Stich machen, aber nicht ganz durchziehen, sondern das Ende vom Garn quasi in so einer Schlaufe hängen lassen und die Schlaufe dann mit dem Garnende verknoten. Und jetzt schneide ich mir hier die Enden einmal zurück, nehme die wieder auf die Nadel und ziehe die dann alle zurück in den Körper rein. Und schneide sie ab. Mit dem Anfangsfaden hier genauso. So, und jetzt sticke ich mir noch mal einen Mund und dafür brauche ich ein kleines Stück hier von meinem roten oder korallefarbenen Garn. Und das nehme ich mir auf meine etwas gröbere Nadel und sticke dann einfach einmal hier unten durch, so ungefähr 1 cm oder ein knapper Zentimeter Abstand zum Rand unten. Und steche dann hier unten in die Mittelnaht wieder ein und komme ein Stück weiter oben wieder raus und ziehe das fest. Und jetzt nehme ich mir hier die andere Seite auf die Nadel und mache das genauso, steche auch in der Mittelnaht rein. Und jetzt muss ich hier so ein bisschen ziehen und schauen, dass ich in genau derselben Masche wieder rauskomme, wo mein erster Faden rauskommt. Und dann kann ich die beiden verknoten. Schneide es ab und kann jetzt hier mit der Nadel den Jersey hervorholen, sodass der Knoten da einmal reinrutscht. Und damit ist unser kleiner Dino fertig. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne ein Like und vielleicht habt ihr auch noch Lust, ein paar andere Tiere zu nähen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video.